Hallo Sebastian, schön dich heute zu sehen. In deiner Kanzlei berätst du Leute, die es ins Ausland zieht, zum Teil um Steuern zu sparen, aber auch aus anderen Gründen. Und du tust das Ganze nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus Erfahrung, weil es ist genau das, was du selber gemacht hast. Und deswegen finde ich es total interessant, mich heute darüber mit dir zu unterhalten. Du hast dich schon sehr, sehr früh mit dem Thema, wie optimiere ich Steuern, auseinandergesetzt. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, warum du dich so früh im Alter von 23 schon damit auseinandergesetzt hast? Die meisten Leute haben sich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Wie kam es dazu, dass du es aber schon gemacht hast? Wie du ja schon gesagt hast, ich war relativ früh natürlich dann hier sehr, sehr aktiv, professionell und habe da sehr früh daran gearbeitet, hier eine profitable Karriere für mich zu bauen. Und das musste ich auch machen, denn ich hatte ja sehr früh Kinder. Ja, also ich habe ein erstes Kind bekommen, da war ich 19 Jahre alt. Das heißt, als ich 23 war, hatte ich schon 3 Kinder und ich glaube, das nächste war unterwegs. Ja, ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern. Ja, also das heißt, ich habe sehr früh, war ich sehr früh mehr oder weniger gezwungen, hier Einkommen in nicht zu geringer Größe zu produzieren, um mit meiner wachsenden Familie zu unterhalten. Und glücklicherweise war das gerade die Zeit des Dotcom-Booms und ich hatte doch einige Softwareentwicklungserfahrung und konnte dann eigentlich recht früh und mit recht jungen Jahren mir auch zunutze machen, dass eben in der Schweiz doch so ein ganz krasser Personalmangel geherrscht hat, wie wir uns gar nicht heute vorstellen können. Das war ja noch vor den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union. Das heißt, grundsätzlich konnten die EU-Bürger nur mit ganz bestimmten Bewilligungen in der Schweiz arbeiten. Man hatte also kein Recht darauf. Ja. Also deswegen, wenn man bestimmte Expertise hatte, dann war die Schweiz natürlich und ist ja auch in gewisser Weise heute noch höchst attraktiv. Ich hatte also damals im deutschen Grenzgebiet am Rhein gelebt und habe dann eine Position angenommen in der Unternehmensberatung bei PricewaterhouseCoopers in Zürich, wo es eben um große IT-Projekte ging. Und ja, bin jeden Morgen da mit dem Auto nach Zürich gefahren und dann spät abends zurück. Wer die Beratungsbranche kennt, der weiß, 100 Stunden pro Woche sind dort gerade, wenn man jung ist, keine Seltenheit. Du hast also erkannt, das Problem, was ich habe, wenn ich in Deutschland lebe, ist die zu hohe Steuerlast. Also zunächst mal war ich Grenzgänger. Ja, und mit der Grenzgängererlaubnis hatte ich eben in Deutschland gelebt und bin jeden Tag mit dem Auto in die Schweiz gefahren. Und da zahlt man ja weiterhin ganz normal in Deutschland Steuern. Ja? Es gibt eben eine Regelung, die sogenannte schädliche Tage-Regelung. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber die besagt eben, wenn du an 60 Tagen im Jahr oder besser gesagt an 60 Nächten nicht nach Deutschland zurückkehren kannst aus beruflichen Gründen, weil du eben zum Beispiel im Hotel übernachten musst oder irgendwie sowas, ja, dann musst du in der Schweiz Steuern bezahlen und nicht in Deutschland auf dein gesamtes Jahresankommen. Und das war natürlich bei mir der Fall. Denn wie gesagt, ich war ja in der Beraterbranche tätig und wir sind dort dann immer schön, natürlich zwar nur in der Schweiz, hin und her gereist, Genf, Lugano und so weiter und so fort und hatten natürlich dann auch oftmals am Wochenende dort zu tun, weswegen ich dann relativ schnell 60 Nächte pro Jahr eigentlich nicht nach Hause kommen konnte. Ja? Und insofern für mich diese Regelung absolut zugetroffen hat. Ja? So, ich reiche also hier meine Steuererklärung in Deutschland ein, habe mich schon gefreut, denn die Steuer wird ja dir sowieso an der Quelle abgestoßen in der Schweiz, also ich hätte jetzt keine weitere Steuer bezahlen müssen in Deutschland. Reiche die Steuererklärung ein, hier bei meinem Finanzamt, über meinen Steuerberater und dann gibt mir das Finanzamt, schreibt mir zurück, nein, es würde so nicht akzeptiert werden. Die schädlichen Tage, die Sie hier angeben, waren ja auch vielfach am Wochenende und kein Mensch arbeitet am Wochenende und deswegen akzeptieren wir diese Regelung nicht für Sie und deswegen müssen Sie in Deutschland voll versteuern. Ja. Und ich war natürlich komplett, ich bin natürlich die Decke hochgegangen, ist ja klar. Denn wie wir ja schon gesagt haben, ich hatte eine junge Familie und die war natürlich sowieso
Also meine Frau, jetzt meine Ex-Frau, die war natürlich nicht gerade sehr happy, ja, dass ich dort oftmals ganze Wochenende weg war. Ich war auch nicht sehr happy, bis nachts um 2 zur Arbeit am Wochenende, war aber halt notwendig, ja. Und jetzt dann von irgendeinem beim Finanzamt hören zu müssen, dass das ja alles sowieso nicht echt ist und dass es ja sowieso niemand gibt, der das macht und dass alles nicht real ist, das hat mich ja doch auf die Palme getrieben. Und dann habe ich einfach hier gesagt, hier, ja, also nichts wie weg. Und dann bin ich in die Schweiz umgezogen. Nicht für jeden macht so ein Umzug Sinn. Welche Voraussetzungen muss man denn deiner Meinung nach erfüllen, damit es auch Sinn macht, ins Ausland zu gehen, um in Deutschland Steuern zu sparen? Wie wir ja vorhin schon angesprochen hatten, ich hatte nach einer Lösung gesucht, die für mich tatsächlich langfristig das Problem der deutschen Besteuerung löst. Ja, ich hatte jetzt nicht nach irgendeinem Trick gesucht, nach irgendeinem Gimmick, ja, was weiß ich, irgendwas zu machen, was in irgendeiner Grauzone ist. Ja, also ich war der Überzeugung, dass diese 60-Tage-Regelung komplett ein Standardweg war. Dieser Standardweg wurde mir dann verwehrt, also muss ich nach einem anderen Standardweg suchen. Aber wie gesagt, es kam nicht für mich in Frage, jetzt hier irgendwie was Exotisches oder so zu machen. Ich wollte was machen, was komplett klar ist, was nachvollziehbar ist, was aber auch einfach ist. Irgendwelche Firmen gründen oder so, hatte ich keinen Bock drauf. Das heißt also, für mich lag nahe, in die Schweiz umzuziehen. Wie ich ja heute auch den Mandanten sage, eigentlich umzuziehen ist ja extrem einfach. Ja? Und damals war es noch einfacher, als es heute ist. Manche Steuern, die es heute gibt, gab es damals ja noch gar nicht. Ja? Aber es ist extrem einfach, umzuziehen und der persönliche Umzug ins Ausland hat eine extrem hohe Hebelwirkung. Man muss natürlich, gerade wenn man Unternehmer ist, gibt es vieles zu beachten, Wegzugsteuer, bla bla bla. Aber wenn man es kann, ja, dann hat man damit auf einmal, sage ich mal, fast alle Probleme gelöst. Ja? Und das war natürlich auch bei mir der Fall. Ja? Denn ich war ja in einem Anstellungsverhältnis, ja, habe den Wohnsitz geändert, bin in die Schweiz umgezogen, mit Kind und Kegel, wohlgemerkt mit einer ganzen Familie, Frau und 3 Kinder, habe da ein Haus gemietet und habe dann dort gewohnt und dann war ich außerhalb der EU. Ich war aus Deutschland weg und seitdem bin ich nicht mehr nach Deutschland, habe ich nicht mehr in Deutschland gelebt. Ja. Man muss wissen, ob das für einen die richtige Entscheidung ist. Für mich und meine Familie war es damals die richtige Entscheidung. Wenn jetzt natürlich du verheiratet bist mit jemandem, der sagt, das mache ich überhaupt nicht, ich will hier in Deutschland bleiben, ja, hier geht es mir gut, hier bin ich glücklich und wenn ich jetzt irgendwann ins Ausland hingehe, selbst wenn ich jetzt steuerfrei ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen im Jahr verdienen kann, werde ich trotzdem nicht glücklich sein, dann werde ich aber noch depressiv werden und so, dann geht die Beziehung auseinander. Das bringt natürlich dann nichts. Ja? Also das heißt, es muss eigentlich wirklich ganz klar sein, dass das tatsächlich auch das Richtige für mich ist. Für mich, meine Familie, für alle, die da dranhängen. Da natürlich die Frage, ist es rentabel? Ja? Also jeder weiß, Schweiz ist extrem teuer, Schweiz ist auch schon damals extrem teuer. Ich hatte jetzt das notwendige Einkommen, dass sich das gelohnt hat. Ja? Aber ich meine, es hat natürlich keinen Sinn zu sagen, 10.000 an Steuern zu sparen und 30.000 für eine Wohnung, 30.000 mehr für eine Wohnung auszugeben. Also da muss man sich überlegen, wie ist hier die Rentabilität, ja, die eigene. Da muss man die eigene Gewinn- und Verlustrechnung machen und sich das genau überlegen. Ja. Ganz wichtig, der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, keine Shortcuts zu machen, keine Hacks, also irgendwas zu machen, was einfach ist, keep it simple, ja, möglicherweise radikal ist. Gut, in die Schweiz umzuziehen, wird jetzt für viele nicht wirklich radikal sein. Ja. Wenn ich vielleicht nach Dubai umziehe, dann ist es vielleicht schon radikaler. So, vielleicht ist es notwendig, dass ich nach Dubai umziehe aus irgendeinem Grund, weil da es ein Unternehmen gibt, wo ich so und so viel verdienen kann. Ist eben die Frage, will ich das machen? Kann ich das dann machen? Und natürlich auch die schnelle Handlungsfähigkeit war für mich auch wichtig. Ich hatte keine Zeit, jetzt ein halbes Jahr irgendwas vorzubereiten, sondern ich musste irgendwas machen, was also sofort geht. Also wir haben mehr oder weniger die Sachen eingepackt, sind ein paar Monate später, waren in der Schweiz, haben natürlich die Bewilligung noch beschaffen müssen und so weiter. Wie gesagt, das war alles damals kompliziert, aber im Grunde genommen dieser Gedanke, wirklich zu gehen, mit Sack und Pack zu gehen, ist extrem wichtig, damit es funktioniert. Jetzt ist es eine ganze Weile her, dass du es gemacht hast und du lebst auch nicht mehr in der Schweiz. Du bist seitdem relativ viel noch weiter rumgezogen. Du bist jetzt in Großbritannien. Mit etwas Distanz betrachtet, hat der Umzug für dich Sinn gemacht? Und gab es auch unvorhergesehene Konsequenzen aus dem Umzug, was du damals noch gar nicht so absehen konntest?
Also der Umzug hat für mich auf jeden Fall Sinn gemacht. Also ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich schon immer aus Deutschland weg wollte. Ja, also ich meine, ich komme ja aus Freiburg im Breisgau, was ja nicht sehr weit weg ist von der Schweiz, ja, und auch nicht sehr anders ist als die Schweiz, muss man ja sagen. Aber ich wollte schon immer aus Deutschland weg, schon als ich Jugendlicher war. Und für mich war das im Grunde die erste Möglichkeit, tatsächlich umzuziehen. Und die habe ich halt tatsächlich dann auch beim Schopfe gepackt. Und für mich war es damals auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ich habe die Schweiz nach 3 Jahren wieder verlassen und dann woanders hingezogen, weil die Schweiz hatte jetzt andere Nachteile für mich, aber das hat eher so mit dem persönlichen Lebensgefühl und zu tun, als jetzt hier mit der Schweiz als Standort. Ja. Aber damals war es für mich der beste Schritt und das ist auch wieder sowas, was man lernen muss. Das Naheliegende ist manchmal das Beste. Und das Perfekte ist der Feind des Guten. Ja? Sicherlich hätte es noch eine bessere Lösung gegeben, vielleicht als die Schweiz. Gut, damals konnte man noch nicht digital arbeiten. Das heißt, es war notwendig, dass ich dann in Zürich vor Ort bin, ganz klar. Aber heute würde ich vielleicht dann irgendwo anders komplett hinziehen, wo ich überhaupt keine Steuern bezahle. Ja? Aber wie gesagt, das Perfekte ist der Feind des Guten. Ja? Die Schweiz war jetzt keine perfekte Lösung, aber sie war 100-mal besser als die Lösung in Deutschland weiter zu wohnen. Und es war eine naheliegende Lösung. Es war für mich möglich, dort ein Visum zu bekommen, eine Aufenthaltsbewilligung. Ich hatte den Job dort. Und insofern war es eine sogenannte tief hängende Frucht. Ja? Und es ist ganz wichtig im Leben, dass man manchmal einfach das Naheliegende macht und es nicht versucht, jetzt hier künstlich zu verkomplizieren, weil man irgendwo die perfekte Lösung sucht. Die unvorhergesehenen Konsequenzen, gibt es da was, wo du gesagt hast, so im Nachhinein, wow, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet? Ja, also die Konsequenzen, die jetzt unvorhergesehen waren für mich natürlich schon in gewisser Weise. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt tatsächlich nie wieder nach Deutschland zurückkommen werde und dort dann nicht mehr leben würde in Deutschland. Für mich war das irgendwie so vom Gefühl her temporär und dann irgendwann gehe ich wieder nach Deutschland zurück. Aber wie gesagt, dann entwickeln sich eben Dinge. Also Zürich ist ja trotz seiner geringen Größe eine unheimlich kosmopolite Stadt. Es gibt sehr viele Engländer, es gibt sehr viele Amerikaner. Ich hatte bei mir ein Projekt, was natürlich für eine große amerikanische Beratungsfirma war, sehr viele amerikanische und englische Kollegen kennengelernt. Dadurch hat sich dann gleich eine Verbindung nach London ergeben. Das heißt, die unerwartete Konsequenz war eigentlich, dass ich dann von der Schweiz nicht zurück nach Deutschland, sondern nach London gegangen bin. Und so ist ja immer im Leben. Ja? Das heißt, aus einer Entscheidung ergeben sich dann andere. Das war so unerwartet für mich, aber natürlich positiv. Was sagst du jetzt den Leuten, die uns gerade zuhören und sagen, wow, ich wollte auch schon immer mal aus Deutschland weg. Mir gefällt es hier nicht, die Steuern sind mir zu teuer, mir gefällt es woanders besser. Welchen Rat würdest du diesen Leuten ans Herz legen? Ich würde sagen, es war noch nie einfacher, heute Deutschland zu verlassen, im Ausland eine Karriere zu machen und im Ausland zu arbeiten und dort Geld zu verdienen. Heute kann jeder digitaler Nomade sein. Heute kann jeder überall leben in vielen Bereichen. Das heißt, heute ist es viel einfacher, als es damals bei mir war. Das heißt, jeder, der hier die Ambitionen hat, dem würde ich auf jeden Fall raten, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es gibt viele Länder, die rollen gut verdienenden Freiberufler und Unternehmer den roten Teppich aus. Da wird man nicht geknebelt wie in Deutschland und schlecht behandelt vom Finanzamt und als Krimineller behandelt oder einem Generalverdacht, sondern dort zahlt man geringe Steuern. Man wird in Ruhe gelassen, man hat eine hohe Lebensqualität. Ja? Also das heißt, man muss hier nicht denken, dass man nur in einem Land glücklich werden kann. Wir haben ja oftmals so diese bestimmte Bodenständigkeit in Deutschland, also dieses starke Gefühl der Verwurzelung und denken, naja, ich kann nur in Deutschland glücklich werden. Ja? Nur da kann ich meine Kinder erziehen, nur da ist das Gesundheitswesen gut, nur da stimmt die Qualität. Stimmt ja alles nicht. Ja? Also es gibt ja zig Länder, die mindestens ebenso gut sind, wenn nicht besser sind. Ja? Und ich glaube, davon muss man sich befreien. Es gibt viele Hürden, die sind schlicht und ergreifend im Kopf. Die haben einfach nichts mit der Realität zu tun. Also ganz oft, übrigens erlebe ich das bei Mandanten, die dann sagen, naja, uns ist wichtig, dass die Kinder eben eine deutsche Ausbildung haben. Frage mich, warum?
Also ich habe nie meine Kinder zum Beispiel in eine deutsche Schule geschickt, als ich im Ausland gelebt habe. Im Gegenteil, also ich wollte nie, dass sie das deutsche Schulwesen erleben. So toll ist es nicht. Ja, ich habe immer mehr vom englischen Schulsystem auf dem amerikanischen Schulsystem gehalten und ich wollte, dass die immer integriert sind. Das heißt, sie sind immer auf englische Schulen gegangen oder amerikanische Schulen gegangen oder was auch immer. Man muss sich also im Kopf befreien von solchen Mauern, die dort existieren und sich tatsächlich überlegen, was ist real. Und da braucht man natürlich auch Mut. Ja? Also es ist immer natürlich hier den Absprung zu wagen, erfordert immer einen gewissen Mut, weil man ja letztlich den Ort verlässt, der einem vertraut ist. Man verlässt das System und den Staat, der einem vertraut ist. Es ging mir auch so, als ich in die Schweiz umgezogen bin. Ja? Interessanterweise meine Mutter zum Beispiel, die direkt auf der anderen Seite vom Rhein wohnt, ja, also buchstäblich einen Steinwurf von der Schweiz entfernt, die mit dem Auto eine halbe Stunde nach Zürich fährt und nach Freiburg 1,5 Stunden fährt. Die fährt für alle möglichen sozialen Anlässe zum Einkaufen, was weiß ich was, würde die nie nach Zürich fahren. Ja? Obwohl es bei ihr vor der Haustür liegt. Die fährt immer die dreifache Strecke nach Freiburg, weil Zürich halt einfach anders ist. Ja? Obwohl eben die Schweiz ein deutschsprachiges Land ist, ist es doch irgendwo anders. Und diese Fremdheit, die kann am Anfang vielleicht ein bisschen irritierend sein. Ja? Da muss man sich erst reinfinden. Also ich hatte immer das Gefühl, so nach einem halben Jahr spätestens merkt man das gar nicht mehr. Dann bewegt man sich dort wie ein Einheimischer, ja, und nicht mehr so wie ein Pudel im Fischladen. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du so offen deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich glaube, es war unglaublich interessant für alle, die zugehört haben. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Ich bin zum Studieren nach England gegangen. Meine Mutter ist Engländerin, deswegen hatten wir immer den Bezug dazu. Und dann bin ich nach England gegangen und bin dort nach der Uni hängen geblieben, mehr oder weniger. Und habe aber tatsächlich die letzten 25 Jahre in England damit verbracht, zu sagen, ich höre mich Englisch an, aber ich bin komplett deutsch. Und dann kamen wir vor 1,5 Jahren hierher, für die 2 Jahre. Und innerhalb von einem Monat muss ich so sagen, nein, ich fühle mich sehr, sehr fremd. Also selbst nach 1,5 Jahren fühle ich mich immer noch sehr, sehr fremd hier. Deswegen, ja, ich glaube, das kommt auch alles. Ja. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.